Wird es Amateure, in den Staaten gibt es auch in dieser Sportart bereits Profis. Aber hier treten jene Damen und Herren an, die Bowling noch als Freizeitsport betreiben. Allerdings haben sie inzwischen einen Level, eine Stufe erreicht, die man fast schon mit Perfektion bezeichnen kann. Wir sind im Finale der Damen und den Bowlingball, wie man in der Fachsprache sagt, wirft hier die Holländerin Irene Gronert, die holländische Meisterin seit vielen, vielen Jahren, seit 1968. Sie ist 35 Jahre alt und zählt zur absoluten europäischen Spitze. Mit ihrem zweiten Wurf räumt sie die restlichen 2 Pins ab und erzielt damit einen Spare. Als Belohnung für einen Spare zählt nicht nur die erzielten Pins, sondern auch noch die Pins der nächsten Kugel für diesen Wurf, für diesen Frame dazu. Unsere Kamera hinter den Pins, hinter den Kegeln, zeigt Ihnen den Lauf der Bowlingkugel, die etwa zwischen 7 und 8 Kilogramm schwer ist. Es ist also schon eine körperliche Anstrengung, die von den Spielerinnen und Spielern hier verlangt wird. Und Sie sehen, Elke Brosch, die Frankfurterin, die hier gegen die Holländerin spielt, versucht ihre Finger zu trocknen. Mit 3 Fingern, nämlich mit dem Daumen, dem Mittel- und Ringfinger, greift man in Bohrungen innerhalb der Löcher, um diese doch recht schwere Kugel überhaupt richtig gezielt bewegen zu können. Elke Brosch ist 33 Jahre alt und sie bowlt seit 9 Jahren. Vom Beruf ist sie Sekretärin. Und hier haben wir den Stand. Die Holländerin führt im 8. Frame mit 125 und bei Elke Brosch standen im 7. Frame 124 und im 8. hatte sie ja einen Strike. Das heißt, sie hat mit dem ersten Ball alle 10 Pins, alle 10 Kegel getroffen. Bei einem Strike zählen die nächsten beiden Würfe im gleichen Frame noch einmal dazu. In diesem Finale gilt es, möglichst hohe Pinzahlen zu erreichen, denn von den 4 Damen, die in diesem Finale gegeneinander antreten und 2 Spiele bestreiten, erreichen die 2 Besten, das heißt jene Damen mit der höchsten Pinzahl, das Finale. Und in diesem Finale gibt es nur ein Spiel, der Beste gegen den Zweitbesten, und der Sieger ist dann der Sieger des Europacups 1980 und wird, wie gesagt, in Wien am Weltfinale teilnehmen. Ursprünglich hatte man das Weltfinale geplant, in Moskau unmittelbar vor den Olympischen Spielen durchzuführen. Aber inzwischen hat man sich entschieden, nach Wien zu gehen. Es ist eine Veranstaltung, die natürlich vorwiegend von Amerikanern getragen wird. Und die Amerikaner haben bereits vor ihrer endgültigen Olympianominierung die Bowler nach Wien geschickt.
Bowlingbahnen sind voll automatisiert, das heißt, die Kugeln oder die Bälle kommen automatisch zu den Spielern zurück. Es gibt auch schon elektronische und automatisch arbeitende Zählsysteme, die es den Neulingen erleichtert, die Zählweise im Bowling zu verstehen. Aber es ist gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht den Anschein hat, wenn man zum ersten Mal eine Bowlingbahn besucht. Der Anlauf, meist sind es 4 Schritte. 1, 2, 3, 4, die Gleitphase und dann das Abrollen des Balles. Es wird übrigens von den meisten Spielerinnen und Spielern nicht nach den Pins, nach den Kegeln gezielt, sondern man nimmt als Zielpunkt kleine Dreiecke, die in die Bowlingbahn eingelassen sind, sogenannte Spots. Und über diesen Spot, das sahen Sie gerade in unserer Slow Motion, über diesen Spot, über den zweiten von rechts, muss bei einem Rechtshänder der Ball rollen, um genau hinzukommen. Nun, für Elke Brosch hatte es nicht gereicht, ins Finale zu kommen, dafür aber für Irene Gronert und für die junge Dänin Jette Hansen, die wir hier im Bild haben. Sie ist 22 Jahre alt, spielt Bowling seit 8 Jahren, war Weltmeisterschaftsteilnehmerin, Europacup-Teilnehmerin, seit 1977 international in diesem Sport dabei. Es ist natürlich klar, dass in diesem Finale die Nerven mitspielen, die Konzentration, die ja so wichtig ist, gerade in diesem Sport. Und nach 2 Turniertagen ist da natürlich schon einiges verloren gegangen, aber gerade im Finale gilt es ja noch einmal zur vollen Stärke aufzulaufen. Dass dabei nicht die besten Ergebnisse zustande kommen, lässt sich aus der Tatsache erklären, dass einfach die Konzentration, die Kondition nicht mehr ganz mitmacht. Das ideale Ergebnis, das ein Bowlingspieler überhaupt erzielen kann, sind 300 Pins. Dann muss er nämlich in den 10 Frames jeweils einen Strike erzielt haben und da ja nach jedem Strike die 2 nächsten Bälle doppelt zählen, darf er dann nach dem 10. Frame, nach dem 10. Wurf noch zweimal werfen und wenn dies ebenfalls Strikes sein sollten, dann erreicht er das Traumziel 300 Pins. Es wurde in Frankfurt, das kann ich vorwegnehmen, nicht erreicht. Von keinem der Spieler oder Spielerinnen. Das Abräumen geschieht natürlich diagonal. Dadurch hat man die ganze Breite der Bahn und es kann einem nicht passieren, dass der Ball in die Rinne rechts oder links der Spielfläche fällt. Ein Strike für Jette Hansen. Jette Hansen erreichte übrigens das Finale mit 352 Pins aus 2 Spielen und die Holländerin Irene Gronert mit 328. Sie war damit nur einen Pin besser als die Frankfurterin Elke Brosch, die 327 Pins erzielte. Die 4. im Bunde, die Schweizerin Schipperle, lag unter der 300er Grenze in 2 Spielen. Das ist das Beste, was man in einem solchen Fall machen kann. Ein Split, ein
weites Loch zwischen beiden Pins und versucht, einen Pin so zu treffen, dass er möglicherweise im Umfallen den zweiten Pin, den zweiten Kegel mitreißt. Das kann durchaus passieren, wenn Sie diese Bewegung in der Zeitlupe des Kegels eben gesehen haben. Vor dem Aufnehmen des Balles trocknet die Holländerin noch einmal ihre Hand, damit die Finger auch wirklich aus den Bohrungen in der Kugel gleiten können, ohne dass diese Kugel einen falschen Effet erhält. Und diese kleine Bandage, die sie um das Handgelenk trägt, dient einfach zur Stabilisierung der Hand, um wirklich immer einen korrekten Ballwurf ermöglichen zu können. Zack, das Spare. Nun zählt also auch der nächste Wurf noch hinzu. Das Timing stimmt bei der Holländerin optimal. Da ist kein Stopp in der Bewegung. Flüssig läuft sie an und gibt dann den Ball frei. Die Spielerinnen orientieren sich beim Anlauf übrigens an kleinen Punkten, die in die Holzfläche der Bahn eingelassen sind. Die Bahn misst im Übrigen 18,3 Meter von der Foullinie, also von der Linie, die nicht überschritten werden darf, bis zum ersten Kegel. Und sie ist 1,6 Meter breit. Pech für die Dänin, die jetzt eben im vierten Frame, in der vierten Aufnahme 9 Pins erzielte. Dem zweiten Ball allerdings noch die Möglichkeit hat, ein Spare zu erzielen. Dazu muss sie den noch einen stehenden Kegel abräumen. An und für sich keine Schwierigkeit für Bowler und Bowlerinnen dieser Klasse. Das Abräumen auch von der Dänin noch einmal in der Zeitlupe. Sie schwingt sehr weit aus. Der Ball bekommt dadurch natürlich eine enorme Fahrt. Und ein Strike. Der zweite für sie in diesem Spiel. Damit hat sie im vierten Frame 56. Es ist ein eindeutiges Spiel. Ein Wackeln gilt nicht. Der Kegel muss schon umfallen, um tatsächlich als geworfen gezählt zu werden. Hier sehen Sie, wie die Holländerin sich ihren Anlaufpunkt sucht. Ja, das kann auch einer Meisterin passieren, dass man einen Ball verzieht und dadurch einen Spare auslässt. Das sind natürlich Punkte, die in der Endabrechnung
nachher fehlen können. Dennoch, sie führt im vierten Frame mit 72. Mal sehen, ob sie es jetzt besser macht als eben und diesen Spare ermöglicht. Da ist er. Das bedeutet im sechsten Frame, in der sechsten Aufnahme ein Spare. Nach 5 Aufnahmen 81 für die Holländerin. Das ist Pech für die Dänin, denn ein solcher Split, eine solche Stellung der Kegel, die ist nur schwer in einen Spare zu verwandeln. Immerhin, beide Spielerinnen liegen ja noch dicht beieinander. Für Jette Hansen in der fünften Frame 75 und für die Holländerin 81. Das sind 6 Pins Unterschied. Jetzt allerdings muss ich die Dänin noch einmal konzentrieren, um wieder in ihren Rhythmus hineinzukommen. Denn bei solchen Finalspielen zählen im Grunde genommen nur die Spares und die Anzahl der Strikes, um tatsächlich ganz nach vorne zu kommen. Sieben. Aber die Stellung, die sie hinterlässt, ist nicht allzu schwierig. Daraus kann sie durchaus seinen Spare machen. Ihr erster Ball traf nicht genau in die Gasse, das heißt jenen Punkt zwischen dem vordersten und dem zweiten von rechts stehenden Pin, um den alle Bowlingspieler ringen. Das exakte Treffen dieser 2 Pins ermöglicht am ehesten einen Strike. Aber es ist ein Spare geworden und damit ist sie ganz nah an der Holländerin dran. Sie sehen, Jette Hansen in der 6. Aufnahme 84 und die Holländerin 81 im 5. Frame. Im 6. hatte sie ebenfalls einen Spare. Man wartet jetzt auf den nächsten Ball, um den hinzuzählen zu können. Und das ist ein Strike. Damit geht die Holländerin in Führung, in die eindeutige Führung. 101, jetzt im 6. Frame für die Holländerin. Sehr schöner Ball und ebenfalls ein Strike. Die Dänin nimmt es ganz gelassen. Sie sehen, der Anlauf der Dänin ist weitaus kürzer als der Holländerin, aber ihr Schwung ist weitaus stärker. Sie holt sehr viel mehr aus. Ihr zurückschwingender Arm geht weit über die Senkrechte hinaus, über die Waagrechte hinaus. Er befindet sich fast schon in der Senkrechten. Das ist natürlich Pech, ein wirklich exakt geworfener Ball. Und dennoch bleibt ein Kegel stehen. Ja, und selbst wenn es scheint, dass es nur ein einfacher Ball wäre, um daraus einen Spare zu machen,
Man muss sich genauso konzentriert auf diese Bälle vorbereiten, wie auf den Wurf in die Vollen, in die Zehnkegel. Denn wie leicht dabei ein Fehler passieren kann, das sahen wir vorhin bei der Holländerin. Dieser Ball wird meist gerade gespielt, das heißt in der Diagonalen gerade. Und ein Strike für die Holländerin, der zweite, den sie in diesem Spiel erzielt. Neun Pins in ihrer letzten Aufnahme. Wenn sie daraus jetzt einen Spare macht, hat sie noch einen Ball. Und das tut sie. Ja, und damit steht bereits jetzt fest, dass sie dieses Finale für sich entschieden hat. Denn sie war bereits bei 180, hat durch diesen Spare jetzt 190 und noch einmal 9 hinzu. Das sind 199 für die Holländerin Irene Gronert, die damit die europäische Zone beim Weltfinale in Wien am 15. Mai vertreten wird. Dennoch, auch die Dänin spielt natürlich ihre letzten Bälle. Sicherlich wird auch sie aus diesem Neuner einen Spare machen. Er ist der, und das bedeutet auch für sie noch einen weiteren Ball. In Holland und Dänemark, wie überhaupt auch in den übrigen skandinavischen Ländern, Schweden, Norwegen, ist Bowling eine sehr populäre Sportart. Es gibt sogar im Schulunterricht in Schweden Bowling. Endergebnis für Jette Hansen 161. Damit hat sie sich im Finale gegen die Holländerin ganz wacker gehalten. Und wir werden sicherlich noch das eine oder andere Male von dieser sympathischen jungen Dame etwas hören. Irene Gronert aber wird für Europa in Wien dabei sein. Nun, ihre Chancen lassen sich im Augenblick noch gar nicht absehen, da ja in den anderen Zonen, in der Asien- und in der Amerika-Zone noch nicht gespielt wird. Georg Winter, der deutsche Meister, hier haben wir ihn im Bild aus Stuttgart, hatte sich ebenso wie Bernd Baule für das Männerfinale qualifiziert. Daneben der Italiener Bartolomeo Caffarati und der Holländer Leo Hazebroek. Winter und Baule traten zunächst gegeneinander an in den ersten beiden Spielen. Und für beide lief es von Anfang an nicht wie gewünscht. Bernd Baule ist immerhin schon 45 Jahre alt. Er spielt seit 1965. Hier haben wir noch einmal eine Zeitlupenwiederholung.
seiner dynamischen Spielweise. Einmal hat er bisher auch schon ein 300er Spiel erzielt. Und in diesem Turnier erzielte er auch mit 256 das höchste Spielergebnis, leider allerdings nicht im Finale. Bernd Baule ist 25 Jahre alt und bowlt seit 12 Jahren. Er war im vergangenen Jahr hier am gleichen Ort Zweiter der deutschen Meisterschaft. Er gehört aber zur Weltmeisterschaftsmannschaft und hat viele internationale Erfolge errungen. Er kommt aus Hannover. Und er benutzt eigenartigerweise mitunter zwei verschiedene Bowlingbälle. Für den ersten einen relativ weichen Ball und für den zweiten Wurf dann, um einen Spare zu erzielen, einen relativ harten, mit dem er besser abräumen kann. Und das ist wieder Georg Winter. Endlich ein Strike. Endlich kann auch er noch etwas dazulegen. 110 im 8. Frame gegen 164 für Bernd Baule. Beide wissen aus den Ergebnissen des Italieners und des Holländers, dass sie noch einiges dazulegen müssen, um ins Finale vordringen zu können. Und dieser Strike hat Bernd Baule vielleicht noch einmal die Möglichkeit eröffnet, doch noch das Finale zu erreichen. Man weiß, beide Spieler wissen nicht genau exakt, wie es drüben auf den anderen beiden Bahnen zwischen dem Italiener und dem Holländer steht. Aber jetzt müsste noch einmal ein Strike kommen, aber der kommt leider nicht. Aber da sein Ball davor ein Strike war, im 10. Frame, darf er natürlich auch zwei Bälle werfen und kann also zumindest noch aus diesem Neuner einen Spare machen. Das gelingt ihm und damit erreicht er 204 Punkte gegenüber 150 von Georg Winter. Das reichte schließlich und endlich doch nicht ganz, denn der Italiener erzielte in zwei Durchgängen 395 und Hasebrock 401. Baule insgesamt nur auf 389. Und das ist der Italiener, Meo, wie man ihn nennt, Caffarati, ein sehr ungewöhnlicher Spieler. 39 Jahre ist er alt, er gehört seit vielen Jahren zur italienischen Nationalmannschaft und wie Sie schon eben in dieser Zeitlupenwiederholung sahen, er steht im Grunde genommen auf dem falschen Fuß, wenn der Ball seine Hand verlässt. Er muss dann mit dem linken noch einmal umsetzen, um überhaupt das Gleichgewicht halten zu können. Es sieht alles sehr unorthodox aus, aber es ist wahrscheinlich so, dass sich Meo Caffarati seit Jahren an diese Spielweise gewöhnt hat und er ist durchaus erfolgreich damit. Ganz anders der Italiener Leo Hasebrock. 38 ist er alt, er kommt aus der Nähe von Den Haag, also ein Holländer. Und spielt Bowling seit 18 Jahren. Er ist der Meister der Niederlande des vergangenen Jahres, während der Italiener neben seinem Landsmann Monti an diesem Turnier teilnehmen durfte, denn der Titelverteidiger, nämlich Monti und die Titelverteidigerin, dürfen automatisch an dem jeweiligen Turnier teilnehmen. Und dazu kommt dann noch entweder der Zweite oder der Landesmeister hinzu.
Caffarati und Hasebrock in etwa gleich. Beide trennten ja vor diesem Finale nur 6 Pins. Aber die vorher erzielten Resultate spielen in diesem Finale überhaupt keine Rolle mehr. Hier wird bei 0 angefangen und lediglich dieses Spiel, in dem wir uns jetzt befinden, das zählt. Und jeder einzelne Ball zählt hier. Caffarati im zweiten Frame 37, Leo Hasebrock 38 und im dritten dann aber nicht ganz abgeräumt, nur 9 Pins, 47. Jetzt achten Sie noch mal auf seinen Anlauf. Aber die Kugel erhält durch diesen etwas unorthodox wirkenden Anlauf einen enormen Schwung. Und aufgrund dieser Kraft und Dynamik, die er in diesen Ball hineinlegt, fallen natürlich auch entsprechend die Pins. Wieder ein Strike. Jetzt sehen Sie dieses Versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Ja, und das ist die Reaktion, mit der der Bowlingspieler versucht, dem Ball oder der Kugel doch noch den Dreh zu geben, der vielleicht bei der Abgabe des Balles nicht ganz vorhanden war. Ja, und da hat Leo Hasebrock sich eine schwere Stellung aufgebaut. Ein Loch, ein Split. Ja, Sie sehen, fast hätte dieser Pin den zweiten noch mitgenommen und dann wäre es wiederum ein Spare geworden, aber es klappte nicht ganz. 74 zu 84. Der Italiener führt mit 10 Pins. Sehr schöner Ball. Und jetzt ist das Spiel wieder ganz offen. Durch diesen Strike von Leo Hasebrock aus den Niederlanden. Ein sehr schöner Hakenwurf. Jetzt dreht sich der Ball in die Pins hinein, während die ersten Meter ja fast schnurgerade zurücklegen. Ja, und die Antwort von Leo Caffarati ist nicht allzu gut. Er ist mit sich auch nicht ganz zufrieden. Jetzt kommt sein Umsteigen. Aber es ist immerhin noch ein Spare. Ein Spare im 6. Frame für Caffarati. Er kommt übrigens aus Turin, ist von Beruf Kaufmann und spielt so im Durchschnitt 200 Pins pro Spiel. Wieder ein Strike. Ja, das gibt ihm natürlich wieder etwas Luft. Und der Holländer ist nun an der Reihe, um nach seinem Strike ebenfalls 2 gute Bälle zu werfen. Denn die zählen ja noch doppelt bereits im 6. Frame, in dem er diesen Strike erzielt hat. Ja, es ist leider nur eine 9. Die 9, die jetzt also nicht nur im 7., sondern auch im 6. hinzugezählt wird. Und auch der nächste Ball zählt noch im 6. Frame hinzu. Begeisterte Bowling-Zuschauer auf den Rängen, die sich hier so manchen Tipp abzuschauen versuchten. Ein Spare. Hier an dieser Maschine ist übrigens ein Ventilator. Es kommt kühle Luft aus diesem Apparat, mit dem die Spieler die schweißnassen Finger trocknen, um, wie ich schon erklärte, einen besseren
ein besseres Lösen der Finger aus den sehr eng gebohrten Löchern in der Bowlingkugel zu ermöglichen. Ja, der Kegel flog zwar in die Richtung des anderen Pins, aber der blieb dennoch stehen. Es ist sehr schwierig, aus dieser Position heraus einen Spare zu erzielen. 121 für Leo Hasebrock im 8. Frame. Der Italiener führt also. Acht für ihn. Und an und für sich keine schwierige Position, die er da nun in einem Spare versuchen muss abzurunden. Aber Sie sehen, vielleicht etwas zu lässig geworfen und schon läuft die Kugel nicht so, wie er sich das gewünscht hat. Er muss über sich selbst lächeln, über diesen kleinen Fauxpas, den er sich da geleistet hat. Und solch ein kleiner Fehler kann dann durchaus die Meisterschaft und das bedeutet in diesem Fall die Teilnahme am World Cup in Wien verhindern. Wiederum 8 für Caffarati. Na, wenn das ein Spare wird, dann dürfte er das Europacup-Finale für sich entschieden haben. Und das ist der Fall. Er lacht. Er weiß, er hat den Sieg in der Tasche. Aber dennoch, er schaut zu seinem Betreuer auf dessen Spielzettel, was eventuell für Leo Hasebrock noch möglich ist. Ja, auch das gibt es. Glück gehört dem Bowlingspiel auch dazu. Sehr sicher abgeräumt. Nun der letzte Ball, die letzte Aufnahme, wird es ein Strike. Dann wissen Sie ja, folgen noch einmal 2 Bälle, wird es ein Spare, folgt noch ein Ball. Und wird nicht ganz abgeräumt, dann ist es tatsächlich der letzte Ball. Aber es ist ein Strike. Er kann noch einmal etwas näher an Caffarati heranrücken, aber zum Sieg wird es leider nicht mehr reichen. 179 hat der Italiener auf seinem Konto und wiederum ein Strike. Also noch ein Wurf für den Holländer. Und jetzt fangen die Italiener doch noch einmal an zu rechnen. Und das ist der letzte Ball. 8 noch hinzu. Es gibt 169 für Leo Hasebrock, der damit also nur Zweiter werden konnte gegen den Italiener, der aufgrund seiner Spielweise zwar nicht unbedingt zu den schönsten Spielern zählt, aber der einfach Erfolg hat. Und letztlich und endlich ist die Effektivität eines jeden Spielers unabhängig von der Eleganz seiner Spielweise ja maßgebend. Nun, er freut sich. Er weiß zwar, dass er aus dieser Position sicherlich, keinen Spare mehr machen wird können. Aber immerhin, er versucht es. Ja, aber es gelingt ihm nicht ganz. Mit 179 gewinnt Meo Caffarati aus Turin gegen Leo Hasebrock das Finale und wird nun also in Wien die europäischen Herren beim Weltfinale vertreten. Das ist übrigens Herr Meyers, der Organisator dieses Turniers, der hier den Siegern Meo
Caffarati und der Holländerin Irene Ronert zu ihrem Erfolg gratuliert und ihnen gleichzeitig die Einladung nach Wien überbrachte. Das war's aus Frankfurt. Diese beiden also werden in Wien beim Weltfinale dabei sein. Wir wünschen Ihnen ebenfalls gut Holz und auf Wiederschauen. Nachzutragen, meine Damen und Herren, bleibt noch, dass die Regie der Bowling-Übertragung aus Frankfurt Klaus Buckelberg hatte. Es geht gleich weiter im Sport des ZDF, denn in wenigen Minuten im Anschluss an die Heute-Nachrichten folgt ja die Sportreportage. Ja? Was ja? Ich soll doch was sagen. Nein, ich wollte was fragen. Was denn? Weiß ich nicht mehr. Wolltest du fragen, wann der nächste große Preis ist? Ja, das wollte ich fragen. Dann frag doch. Wann ist der nächste große Preis? Am 17. April um 19:30 Uhr mit Wim Tölke im ZDF. Aha, aber ich wollte doch was anderes fragen. Was denn? Weiß ich nicht mehr. Aha. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Nationale Olympische Komitee der USA hat sich in Colorado Springs für einen Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau ausgesprochen. Die Entscheidung für den Boykott fiel mit 1604 Stimmen gegen 797. 2 Delegierte enthielten sich. Der Beschluss wurde aus Protest gegen die sowjetische Besetzung in Afghanistan gefasst. Radio Moskau kritisierte in diesem Zusammenhang scharf Präsident Carter. Bundeskanzler Schmidt hat zu Forderungen Washingtons gegen den Iran erklärt, Carters Wünsche seien so vielfältig, dass manche nur mit Einschränkungen zu verwirklichen seien. In einem Interview mit der Bild-Zeitung versicherte der Kanzler gleichzeitig, er glaube nicht, dass die USA sich von uns im Stich gelassen fühlen könnten. In einem Interview mit europäischen Fernsehkorrespondenten hatte Carter auf eine Frist hingewiesen,